Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir das Thema gehabt mit den erweiterten Statistiken hier rund um Shakes and Fidget, dass hier einiges spannender wäre, wenn man ein bisschen mehr über seinen Charakter erfahren könnte, was man für All-Time-Achievements schon erreicht hat. Und das Thema kommt halt auch immer wieder auf, weil wir eines sehr schönen Features beraubt worden sind. Und ja, die meisten werden wahrscheinlich schon, oder besser gesagt, die ganz alten Hasen werden von euch wissen, worum es sich handelt, und zwar um die guten alten Orden. Ja, das ist leider eine Sache, die wurde einfach so mir nichts, dir nichts aus dem Spiel entfernt, obwohl sie eigentlich jeder gefeiert hat und jeder mochte die sehr und eigentlich hat es, glaube ich, nur platztechnische Gründe gehabt, warum diese entfernt worden sind. Keiner kann es bis heute so richtig nachvollziehen, warum. Ja, und die wünschen sich, denke ich mal, alle wieder. Und für die Leute, die das nicht mitbekommen haben sollten oder die vielleicht neu gestartet haben, es gibt ja auch sehr viele, die neu mit Shakes and Fidget anfangen, die neu dazugekommen sind, die sowas zum Beispiel gar nicht kennen von früher, werde ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Ich habe daraufhin, als mir das letztes Mal wieder in den Sinn kam, habe ich mein allererstes Shakes and Fidget Video angeguckt und da waren die Orden noch drin und da bin ich auch über jeden einzelnen Orden rübergegangen, um zu gucken, ja, oder um vorzuführen, was das für ein Orden ist und was für eine Statistik der festhält und was für eine Statistik ich dort hatte. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen, ja. Allerdings wäre es halt super, super geil, wenn man halt wieder sowas ins Spiel implementieren würde. Und das wäre auch so ein Vorschlag, wie gesagt, am Donnerstag um 18 Uhr im offiziellen Shakes and Fidget Channel, da ist halt auch der Jörg, der Community Manager am Start, hatte ich ja gestern schon erwähnt, neben den internationalen Turnieren, die man dort anbringen kann, wäre vielleicht auch so eine Sache wie mit den erweiterten Statistiken, wie zum Beispiel die Orden von früher, dass man das halt als Idee wieder einbringen könnte. Jo, das wäre doch nice, wenn man das wieder so ein bisschen wiederbeleben könnte, ne? Und das einzige Problem ist halt nur für die Leute, die halt schon so einen etwas höheren Account haben, so wie ich jetzt, ist natürlich schwierig, solche Statistiken jetzt wieder neu ins Spiel zu holen, weil man natürlich schon ganz gerne alte Statistiken haben wollen würde, ne? Wie viele Quests man gemacht hat, wie lange man Stadtwache aktiv war und sowas, was nicht alles drin war. Ne? Wenn jeder jetzt neu anfangen würde, wäre natürlich irgendwie ein bisschen lame für die alten Accounts so. Ne? Das wäre nice, wenn man das irgendwie rückwirkend noch tracken könnte, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Platztechnisch sollte das alles gar kein Problem sein, weitere Statistiken über sein Char in das Spiel zu implementieren, weil das Sammelalbum ist groß genug. Die Reiter an der Seite links sind auch noch nicht ganz ausgefüllt. Man kann hier auch platztechnisch noch ein bisschen was verändern, beziehungsweise unterordnen, Größe technisch was ändern. Man kann mehrere Seiten hinzufügen, extra Kapitel. Alles ist möglich, ja. Und das wäre auf jeden Fall nice, wenn sowas in Zukunft wieder kommen würde. Für die Leute, die das nicht kennen sollten, ja, was die Orden überhaupt sind und was sie bewirken. Hier ist mein letztes Video. Ne? Ich habe das mal jetzt so ein bisschen hier in die Szene reingefügt, dass man den Hauptteil von dem Video sieht. Ne? Meine Facecam wird wahrscheinlich jetzt so ein bisschen was verdecken. Aber ja, da war ich bei meinem ersten Video gerade mal kurz vor Stufe 200, erreiche das auch im ersten Video. Das wurde sich übrigens jetzt schon 7200 Mal angeschaut. Ja, ich weiß noch, als ich das hochgeladen hatte, weiß ich nicht, da hatte das, keine Ahnung, zum Anfang irgendwie 10, 20 Aufrufe oder so. Ne? Dadurch, dass es jetzt mein allererstes Video in meiner Shakes and Fidget Playlist ist, wird es immer als erstes abgespielt und deswegen hat es auch so übelst viele Aufrufe jetzt mittlerweile, also krass, auf jeden Fall. Ne? Und das hier unten sind die Orden, ja, altes Design generell hier am Start und die waren halt übel nice gewesen, weil die halt detaillierte Statistiken über euren Char angezeigt worden sind und zwar nicht nur für euch, sondern für alle Leute. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf ein anderes Profil gegangen ist, dann hat man dort auch gesehen, was der für eine Orden und sowas hatte, ne, und wie weit der schon war und was der schon abgeschlossen hat, wie viele Kämpfe etc. Übelst geil, ja, Statistiken über seinen Char, die alle sehen können, übel nice, ja. Und da gehen wir jetzt mal kurz rein, ich habe es so ein bisschen pausiert, oder besser gesagt ein bisschen Slow-Mo-mäßig gemacht, damit wir hier nichts verpassen. Hier, und da haben wir den ersten Orden, das ist der Goldene Orden des Fortschritts, verliehener Grad 12, Stufe
199, ja. Da hat man noch für bestimmte Level noch Attribute hinzugefügt bekommen. So, ne, jetzt war mein Orden auf Grad 12 und hat dann 12 Attribute bekommen, so. Ne, ab Stufe 200 hat sich das bestimmt geändert, hier nochmal. Und die Orden generell sind auch eingeteilt in Bronze, Silber, Gold, Platin. Ich weiß nicht, ob Platin, glaube ich, war das höchste. Ich glaube, der hier, der scheint schon so, als ob der Platin wäre. So, gucken wir mal zum nächsten. Da haben wir den Goldenen Orden des Heldenmuts. Ja, ey, wenn ich mir das so angucke, ne, dann versinke ich wieder in Nostalgie. Ja, kommt mit mir auf eine Reise, lasst euch ein auf die alten Zeiten. Einfach nochmal alles zelebrieren. Ich bin sowieso so ein Typ, der gerne, ja, was jetzt das auf jeden Fall angeht, in der Vergangenheit lebt und gerne die alten Zeiten auch wieder auferleben lässt. Trotzdem würde ich den Fortschritt des Spiels damals jetzt mit dem Fortschritt von heute nicht eintauschen wollen, weil so ein Spiel muss sich über die Jahre auch weiterentwickeln, muss ja immer neue Features bringen, immer up-to-date sein, so, ne, damit ein Spiel auch jetzt mittlerweile fast 13 Jahre überhaupt überleben kann. Wäre es immer auf diesem Niveau geblieben, wäre SF heute nicht mehr da, wo es jetzt ist. So, aber ja, die Orden können halt schon wieder rein. So, ne? Hier haben wir den Grad 12 erreicht, 109 Dungeon-Etagen gereinigt, 6 Turmetagen gereinigt, alle Attribute plus 12 hier, ja, also hier auch der Grad auf 12 gewesen. Hat man halt eben den Dungeon-Fortschritt gesehen. Konnte man bei anderen auch sehen, aha, guck mal, der ist schon bei den und den Dungeon, der hat schon so und so viele gelegt. Übel geil auf jeden Fall. So, aber die richtig interessanten Sachen kommen erst noch. So, das sind hier Orden, alle auf Stufe 199. Da war mein Charakter jetzt noch nicht so sehr alt gewesen. Ne? Hier haben wir jetzt, achso, das ist der silberne anscheinend, silberner Gladiatorenorden. Ja, Verlierer Grad 9, 1236 gewonnene Kämpfe. Ja, nächster Grad ab 2500 gewonnenen Kämpfen und gibt dann nochmal 9 Attribute ab dem nächsten Grad. So, also diese Orden nochmal untergeteilt in einzelne Grade und so, und für die wird man dann halt nochmal belohnt, wenn man halt übelst lange spielt. Ne? Ich meine, die 9 Attributpunkte, ich meine, okay, ist nice, das sind fast 2 Achievements heutzutage, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist, ne? Aber es geht mehr um das Prestige. Was für einen Orden hat man, welches Abzeichen, wie viele Kämpfe hat man überhaupt gewonnen, dass man da einfach so einen kleinen Überblick sich verschafft über das, was man die Jahre schon so geschafft hatte. Und hier habe ich mit Stufe 199 jetzt schon 1236 Kämpfe gewonnen. Und das ist halt übel nice, dass das überhaupt so mitgetrackt und angezeigt wird. Wenn heutzutage dieser Orden da wäre, würde mich echt brennend interessieren, wie viele Kämpfe ich heutzutage schon bestritten und gewonnen habe. So, und was halt noch sehr interessant ist, der Goldene Orden des Abenteurers. Der ist auf Grad 11 gewesen damals, mit Stufe knapp 200. Und der wird mich mal am meisten interessieren, wie heftig der heutzutage aussehen würde. Also mit 199 haben wir hier knapp 5600 Abenteuer bestritten und das ist halt übel nice. Ich freue mich, dass das auch alles, das ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich mit YouTube angefangen habe, mit YouTube-Videos. Mit Shakes and Fidget habe ich ja erst viel später gestartet, aber generell mit YouTube-Videos zu starten, um einfach geile Erinnerungen, die man an frühere Zeiten hat, festzuhalten, zu archivieren, und das ist halt auf YouTube eben für immer so gespeichert, ne? Solange es YouTube halt eben gibt. Und genau aus diesem Grund habe ich damals 2011 mit YouTube angefangen, so, weil ich geile Sachen, geiles Gameplay speichern wollte. Und das ist jetzt halt dasselbe bei Shakes and Fidget. Und hier kann man immer mal wieder reinstöbern in die alten Zeiten und sich so zurückerinnern, was man damals so geschaffen hat. Und das Ganze auch mit heutzutage so vergleichen. Ne? Und ja, nächster Grad ab 10.000 Abenteuern, das haben wir wahrscheinlich heute schon geschafft. Ne? Heutzutage werden wir wahrscheinlich über 100.000, da werden wir wahrscheinlich vielleicht an die Million, keine Ahnung, wie viel man jetzt mittlerweile schon gemacht hat, rankommen. Ne? Also das ist auf jeden Fall nice, und halt auch plus 11 Attribute, ne? Das ist halt jetzt nicht wenig, ne? Aber 10.000 Abenteuer sind halt auch nicht wenig so. Ja, hier haben wir die Heldenplakette der Arbeit. Hier auch ein sehr interessanter Orden, wie ich fand, und zwar ist das halt eben der Orden für die Stadtwache. Wie lange hat man insgesamt seine Stadtwache laufen lassen in ganz Shakes and Fidget, solange man spielt? Hier sind wir jetzt bei 2824 Arbeitsstunden, die wir durch die Stadtwache laufen lassen haben.
und das auf 199. Ne? Ich bin gespannt, wie es jetzt so 8 Jahre später aussehen würde, so 7, 8 Jahre. Ne? Und der nächste Grad halt erst ab 5000 Arbeitsstunden gibt. Und halt nochmal, ne, heutzutage wären es halt 2 Achievements, sind 10 Attributpunkte, ist nice. Aber wie gesagt, der interessantere Teil sind nicht die Attributpunkte, sondern halt eben, dass man diesen Orden hat und damit übel flexen kann. Ja? Man braucht mehr zum Flexen in Shakes and Fidget, ist einfach so. Ja. Okay, der ist jetzt ein bisschen verschwommen. Da sind wir ein bisschen schnell rüber gehovert, glaube ich. Ich versuche es nochmal. Das ist meine Quali von früher, war halt auch nicht so nice. Goldene Kaufmannsplakette. Verliehener Grad 12. Ja, das sind wahrscheinlich 1 Milliarde Goldstücke oder so verdient. Der ging gar nicht höher. Alter, wie nice wäre das, wenn man mal tracken könnte, wie viel Gold man insgesamt jetzt mittlerweile erfarmt hat. Alter, das wäre ja so immens nice, ja, wenn man das mittracken könnte. Alter, holy shit, das wäre übel interessant, wo die Zahl heutzutage stehen würde, ne? Alter, heftiger Orden. So, dann haben wir noch goldene Ehrenmedaille, ja, das war jetzt die vorletzte hier. Verliehener Grad 12, höchster Wert für Ehre, 56k. Auch nochmal, ne, umso höher man steht, umso mehr Ehre man hat, umso mehr Attribute bekommt man. Ich glaube, das Grad 12 war das höchste hier. Ich glaube, höher geht's nicht. Also der goldene Orden ist anscheinend der höchste. So, und die letzte, die kennt natürlich jeder Schlingel von euch da draußen, ne? Wer Freunde geworben hat in Shakes and Fidget, hat Attribute dazu bekommen. Ja, das wurde halt auch nachher entfernt, beziehungsweise funktionierte nicht mehr so richtig. Jeder Schlawiner hat seine Freunde eingeladen, beziehungsweise sich, ja, naja, weiß man nicht so ganz genau, ob da vielleicht ja halt auch digitale Freunde mit vertreten waren, die vielleicht gar keine echten Freunde waren, Zwinker, ne? Und hat die ins Spiel geholt und sich vielleicht den ein oder anderen Attributpunkt dazu verdient. Ne? Zu dem damaligen Zeitpunkt der bronzene Freundschaftsorden, 6. Grad war das gewesen, 6 Freunde geworben und hat mir halt 6 Attributpunkte beschert. Also es war jetzt kein Attributsfest, sag ich mal, aber man hat es auf jeden Fall gemacht und man hat versucht, jeden Punkt halt eben so mitzunehmen. Ne? Also definitiv eine geile Zeit, ich vermisse es sehr und diese Orden, das ist auf jeden Fall was, wo man wieder ansetzen könnte, was man ins Spiel reinbringen könnte. Ne? Wie gesagt, wo halt Platz wäre im Achievements, im Sammelalbum. Im Overlay muss ich sagen, wenn man jetzt hier irgendjemanden so hier sieht, dann sieht man, ist hier wenig Platz in der Ansicht, sag ich mal. Ne? Aber man könnte halt eben auf das Sammelalbum gehen, ne, von demjenigen, um eventuell an weitere Statistiken über den Account zu kommen. Ne? Also jetzt direkt Orden kann man hier in diese Benutzeroberfläche nicht mehr rein implementieren, aber halt eben ein super Spot wäre halt, wenn man auf das Sammelalbum raufklicken könnte und dann kommt man halt in deren Sammelalbum bzw. in deren Ordenabzeichen, Halle, sag ich mal, was der alles schon erreicht hat und wie viel von dem er auch erreicht hat. So, ne? Ja, eine Sache, die sich wahrscheinlich jeder von uns heutzutage wieder wünschen würde, solche detaillierten Statistiken zu haben. Es müssten ja nicht exakt dieselben Sachen sein, so wie früher. Es können ja auch in abgewandelter Form sein. Ne? Aber ich denke mal, jeder würde sich freuen, wenn man ein bisschen mehr Statistiken über den eigenen Char hat, außer halt eben diese Attribute, die man jeden Tag skillt. So, ne? Das ist halt jetzt nichts Detailliertes so großartig. Ne? Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn ihr euch die Orden zurückwünscht, dann lasst gerne dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch den Tag ein bisschen versüßen, indem wir so ein bisschen nostalgisch geworden sind und an alte Zeiten uns zurückgeerinnert haben. Ne, das mache ich auch immer mal ab und zu ganz gerne. Wir können uns mal auch, weil das habe ich ja auch hier und da mal gemacht, gerne mal irgendein altes Video von Shakes and Fidget reinziehen, ob es jetzt nur von mir ist, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber irgendwelche ganz alten Videos von früher, ne, könnt ihr auch sonst gerne mal vorschlagen, falls ihr da irgendwas ganz brennend sehen wollt, was wir noch nicht gesehen haben. Und ja, das war's soweit. Leute, bleibt gesund, bleibt stabil, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.